Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es speziell um das Thema Felgenschloss bzw. Felgenschloss-Demontagewerkzeug. Und zwar, ihr habt jetzt die Sommerräder drauf, sehr wahrscheinlich die schönen Alufelgen, und zum Winter hin wollt ihr bestimmt das ein oder andere Rad wechseln oder du hast eine Werkstatt und dann hast du meistens immer das Problem, dass Felgenschlösser verloren, vergessen, wie auch immer. Man findet es nicht wieder und man hat das Problem, dass man den Reifen nicht runterbekommt, weil für das Felgenschloss, das sieht dann meistens so aus, benötigt man das Felgenschloss, beziehungsweise den Adapter, um den Radbolzen abzuschrauben, weil das Ganze abgesichert ist. So, und da gibt es zwar unterschiedliche Formen, also es gibt unterschiedliche Formen hier drin, aber es gibt unterschiedliche Systeme, und zwar, dass von innen ein Felgenschloss benötigt wird oder von außen. Hier bei dem Video geht es speziell darum, wo ihr quasi oben das Ganze kreisförmig ist und ihr innen einen Adapter benötigt. Dazu gibt es ein spezielles Demontagewerkzeug, damit ihr das Ganze lösen könnt, wenn ihr den Adapter nicht mehr habt. So, da gibt es nämlich unterschiedliche, da gibt es nämlich solche Adapter. Der ist nämlich keilförmig und den kann man hier drauf setzen und reinschlagen. So, das zu der ganzen Technik und zu dem ganzen Trick. Das Problem ist, ich habe das erste, deswegen mache ich auch dieses Video, ein Anwendungsvideo bzw. ein Testvideo. Wir werden gleich Schraube mit Felgenschloss drauf machen, mit 120 Newtonmeter festziehen, beziehungsweise machen wir gleich 130 Newtonmeter, weil ja natürlich, Schraube ist drauf, man fährt damit, warm, kalt, das backt noch mal ein bisschen mehr fest als 120 Newtonmeter. Wir machen mal Felgenschloss rein und dann versuchen wir das mit dem Werkzeug zu lösen. Ganz, ganz wichtig, ich habe das Ganze schon ausprobiert gehabt und habe es falsch ausprobiert und habe es nicht gelöst bekommen und dachte, okay, das Werkzeug funktioniert nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, wie ich das Werkzeug benutze und was im Werkzeug alles drin ist und was ihr dazu alles benötigt. Denn es ist nicht einfach Werkzeug bestellen, ihr nehmt den Adapter, setzt ihn drauf und versucht ihn zu lösen, sondern da gibt es noch zwei Dorne, die man richtig anwenden muss, beziehungsweise ein Dorn, wie man den anwendet. Und wie man das Ganze richtig anwendet, würde ich euch gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können, und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt, oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So sieht das Werkzeug aus. Wie gesagt, es ist keilförmig oder Konus, also quasi es verläuft so. Dass, wenn ihr das Ganze hier dran setzt, er sich natürlich irgendwo staut. Und wichtig ist es, das Ganze, wir machen das jetzt in der Theorie, den draufschlagen, und dann ist es ganz, ganz wichtig, sehr, sehr wichtig, sonst werdet ihr es nie gelöst bekommen. Ihr müsst mit diesem Dorn rein und dann müsst ihr sehr, sehr stark das Ganze draufschlagen,
damit sich erstens das Gewinde alles einmal ein bisschen lockert und dadurch sich natürlich das Ganze setzt, sage ich mal. Das heißt, das draufschlagen und dann hier draufschlagen. Dadurch löst sich die Schraube auch noch mal ein bisschen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Glück habt, das Ganze zu lösen. Es gibt dann auch die Möglichkeit mit Schleifpapier, hier das Ganze einmal weil hier natürlich eine Beschichtung drauf ist und irgendwann ist es sehr, sehr glatt und sehr, sehr rund. Ich habe das jetzt dreimal ausprobiert, bei unterschiedlichen, bei BMW war eins, Moment, ich bring's eben. Bei BMW X3 haben wir gelöst und zweimal VW haben wir gelöst. Und also den anderen Koffer kann ich auch noch mitnehmen, welchen wir mal ausprobieren werden. Das müsste der hier sein. So. Und einmal BMW haben wir gelöst. Und zwar so hier BMW. Also die Adapter sind alle gleich. Die sind alle rund, hohl und keilförmig. Und dann gibt es noch zu den anderen Varianten von den Felgenschlössern, ich habe jetzt leider keins hier, und zwar davon, wo von außen das Ganze nicht passt, gibt es solche. Das ist aber ein anderes Thema, da werden wir ein separates Video zu machen, wenn ich die Felgenschlösser da habe und Interesse von euch besteht. Hier geht es aber darum, wirklich kreisförmige Felgenschlösser zu lösen, wo ihr innen drin den Adapter benötigt, egal ob VW, BMW, Mercedes. Da gibt es unterschiedliche sage ich mal, Symbole oder Zeichen. Und wichtig ist es, egal was für ein Symbol, es muss von außen ringförmig sein, damit er natürlich in den Adapter passt. So, wir machen jetzt das Ganze einmal mit 150 Newtonmeter fest und versuchen es dann mit dem Werkzeug zu lösen. Ich würde sagen, ziehen wir es mal fest. So, dann ziehen wir ihn mit 150 Newtonmeter fest. So. Felgenschloss verloren. Jetzt nehmen wir den passenden Adapter. Und jetzt ganz wichtig, mit dem Dorn rein. Und siehe da haben wir ihn. So, bei diesem Moment. So, und dann mal gucken, ob wir den. Ja. So. So, das Problem ist, wenn es gibt unterschiedliche Felgenschlösser natürlich und hier kann man dann auch schon sehen, wenn ich da den Test hier zu oft mache, dann verfälscht er mir das, weil die Kanten hier und hier seht ihr, desto öfters ich das mache, es ist ja natürlich nur vorgesehen, dass man das nur einmal machen soll. Deswegen würde er mir jetzt alles andere immer wieder weiter verfälschen und würde jetzt rund drehen das Ganze und würde das nicht lösen, weil das hier natürlich jetzt alles glatt ist. Wenn man das jetzt nur einmal verwendet oder wenn das nie benutzt wurde, dann ist die Kante hier frisch, die kann richtig gut festhalten, um das mit dem Werkzeug zu lösen. Ja, so kann das Ganze dann einmal aussehen und angewendet werden. Deswegen wirklich ganz, ganz wichtig, mit dem Dorn draufschlagen, damit sich das Ganze hier lösen kann. Hier, wo er auf der Felge sitzt und hier, wo er in der Radnabe sitzt. Das Ganze oxidiert natürlich, korrodiert und durch so ein paar kräftige Schläge löst sich das Ganze und dadurch ist es dann viel, viel einfacher zu lösen. Deswegen, wie gesagt, nicht einfach ansetzen, draufschlagen, also nur hier draufschlagen, sondern auch wirklich wichtig mit dem Dorn draufschlagen, damit sich die Schraube setzt und löst. Und dann das Ganze einmal lösen. Deswegen, das zur Anwendung und mit 150 Newtonmeter hat er das auch rausgeholt.
Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man so ein Felgenschloss lösen möchte. Deswegen bitte nicht denken, ihr kauft das Werkzeug und werdet jedes Felgenschloss ohne Probleme rausholen. Es kommt immer darauf an, was für ein Felgenschloss ihr habt, ob es schon mal benutzt wurde, wie stark es gerostet ist, wie stark es oxidiert ist. Aber ich sage mal so, das Werkzeug ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit oder Alternative, es zu testen. Und bis jetzt 3 Stück gemacht, 3 Stück ohne Probleme rausgeholt. Und so kann das Ganze dann auch einmal aussehen. Meistens wird es ja dann nicht wiederverwendet, meistens macht man dann normale Radbolzen wieder rein. So sieht ein normaler Radbolzen aus für die Leute, die sich mit Autos jetzt nicht auskennen. Und das ist ein Felgenschloss, was man dann reinmacht, um Felgen nicht klauen zu können. Es gibt zig unterschiedliche Adapter, von Modell zu Modell unterschiedlich. Deswegen, das ist eine Alternative, eine Möglichkeit, wie ihr Felgenschlösser demontieren könnt. Ja, und alles andere, weil wenn ihr diesen Adapter verliert oder Auto gekauft, verkauft, kein Adapter vorhanden, so ein Ding da rauszuholen, ihr vermackt euch die Felge, weil es geschweißt werden muss, um dieses Felgenschloss rauszubekommen oder Radbolzen mit Felgenschloss rauszubekommen. Deswegen, es ist eine Möglichkeit, es einfach mal auszuprobieren, in der Hoffnung, dass ihr vielleicht von 4 Rädern wenigstens einen schon mal rausholt, ist schon mal weitergeholfen. Und ich glaube, der Koffer ist jetzt gar nicht so teuer, deswegen checkt das unten mal alles ab. Alles unten in der Videobeschreibung. Den Koffer könnt ihr natürlich mit dem Rabattcode VITYAWOLF mit 5% Rabatt euch zulegen, testen und schreibt mal gerne unten in die Kommentare zum Thema Felgenschloss. Alles unten in die Kommentare, und wer schon mal Probleme hatte mit dem Felgenschloss, der ist bestimmt der eine oder andere und verteufelt bestimmt diese Felgenschlossgeschichte. Weil Felgenschloss ist einerseits gut, einerseits schlecht. Natürlich, wenn Räder geklaut werden, ist es auch sehr, sehr ärgerlich, aber so ist das dann halt. Ja, schreibt mal alles unten in die Kommentare, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!